In diesem Kapitel beschäftigen wir uns speziell mit den Bürgerenergiegenossenschaften und deren Beitrag zur Energiewende der neueren Zeit. Im ersten Abschnitt werden wir die Grundstrukturen betrachten, also den Beitrag letztendlich, den die Bürgerenergiegenossenschaften zur Energiewende leisten, und im zweiten Abschnitt uns mit zukünftigen Trends und Entwicklungen, möglichen neuen Geschäftsmodellen etc. beschäftigen. Es geht für Sie darum, dass Sie den Typ Energiegenossenschaften zunächst kennenlernen, dass Sie auch die Verbreitung und die Funktionsweise erkennen und wiederum den Stellenwert in der Energiepolitik und der Energiewende einordnen können. Das Klaus-Nowy-Institut hat intensive Studien durchgeführt über die Struktur der Energiegenossenschaften, über die Motivation der Mitglieder, über die Geschäftsfelder etc., in denen sie tätig sind. Klaus-Nowy-Institut, ein Forschungsinstitut zu Genossenschaften, traditionell, aber interessanterweise begannen diese Untersuchungen auch erst im Jahr 2012, also im Grunde schon nachdem der Boom angefangen hatte, den Sie hier auf der Kurve sehr deutlich sehen. Also wir haben einen rasanten Anstieg der Gründungen von Energiegenossenschaften ab 2007. Und wie gesagt, in dem Fall ist es eigentlich so gewesen, dass die Forschung der Praxis etwas hinterhergehinkt ist, weil man hat dann erst im Laufe der Jahre letztendlich die entsprechenden Untersuchungen dazu vorgelegt, welche Struktur eigentlich diese Energiegenossenschaften haben, welches Geschäftsmodell sie haben, welche Schwerpunkte sie haben und so weiter. Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass die Energiegenossenschaften auch schon ein traditionelles Feld des Genossenschaftssektors sind. Also zu Zeiten der Weimarer Republik gab es über 6.000 Elektrizitätsgenossenschaften in Deutschland. Und von denen haben sogar 50 auch noch die Monopolstrukturen im Energiesektor überdauert bis heute und sind nach wie vor aktiv. Die Gründung der Energiegenossenschaften, die Gründungswelle der Energiegenossenschaften, so wie wir sie jetzt dann hier sehen, seit 2007, hat auch eine Vorentwicklung oder eine Vorphase durchlaufen von circa 15 Jahren, kann man sagen, in denen der Gründungswelle eine Pionierphase vorausging, die wiederum auch von Einzelnen getragen war, die sehr, sehr stark davon überzeugt waren, dass die erneuerbaren Energien mehr Verbreitung finden müssen, die also geprägt waren auch von den Auseinandersetzungen über die Atomenergie, teilweise noch von Tschernobyl beeinflusst waren in ihrem Wirken und die sozusagen aus wirklich diesen ethisch-politischen Grundhaltungen heraus dann auch in dem Energiegenossenschaftssektor tätig und aktiv waren. In 2007 hat sich dann etwas verändert, nachdem vorher eher strategisch orientierte Akteure noch reingekommen waren, nach den Pionieren, die vor 2001 aktiv waren, kam dann ab 2007 letztendlich der rasante Anstieg und auch sozusagen die Übernahme von Geschäftsmodellen, also die Multiplizierung von Geschäftsmodellen in eine weitere Öffentlichkeit hinein. Und der Grund dafür liegt natürlich auch, wie Sie sich schon gedacht haben werden, im Erneuerbaren Energiengesetz, das ja in Deutschland einmalig ist,
dass also sozusagen ein Markteintrittsprogramm für die erneuerbaren Energien gewesen ist oder immer noch ist. Das heißt, durch die gesetzlich garantierte Einspeisevergütung für Energie aus erneuerbaren Energieträgern konnten dann auch letztendlich auf der Basis konnten Genossenschaften auch Geschäftsmodelle entwickeln, ja, weil sie einfach in ihrem Businessplan Zahlen hatten, mit denen sie rechnen konnten. Also sie wussten eben, ich kriege auf die nächsten 20 Jahre die und die Einspeisevergütung. Und durch die Einspeisevergütung amortisiert sich meine Investition, meine Anfangsinvestition ganz automatisch. Ja? Also das ist in jedem Fall, das Erneuerbaren Energiengesetz ist in jedem Fall die Grundlage für den Boom der der Energiegenossenschaften. Allerdings nicht für deren Existenz. Ja? Weil, wie gesagt, die Existenz der Energiegenossenschaften in der neueren Ausprägung ist den Pionieren zu verdanken und denen, die auch jenseits von Einspeisevergütung und gesetzlicher Absicherung in solche Geschäftsmodelle dann investiert haben. Aber der springende Punkt ist, das hat man also auch rausgefunden, der springende Punkt war, also für den rasanten Anstieg, war einfach, dass die Geschäftsmodelle dann skalierbar waren, das heißt übertragbar waren von einer Genossenschaft auf die nächste. Ja? Und das gelang natürlich aufgrund der gesetzlich garantierten Vergütungen. Hier sehen Sie auf der Grafik nochmal sehr deutlich, wer die Akteure waren. Die waren oder sind, also das ist jetzt Stand von 2017, wer die Hauptakteure sind, die die Stromerzeugung in dem Fall aus erneuerbaren Energienanlagen betreiben. Und da sehen Sie, die Eigentümerstruktur sind also, wenn man Landwirtschaft, Gewerbetreibende und Privatpersonen zusammenzählt, ja, also im Gegenzug eben zu Banken, Projektierern und großen Energieversorgern, dann haben wir fast 70% der installierten Leistungen auf der Grundlage privaten Engagements. Ja, und das ist auch nochmal eine schöne Zahl, die man sich einfach so mal merken kann, wenn man dann bestimmte Publikationen beispielsweise von Politikern oder Aussprüche von Politikern hört, die sich dann selber loben mit ihren Leistungen, die sie zur Energiewende beigetragen haben. Dann kann man sich immer sehr schön diese Zahl 70% mal in Erinnerung rufen, denn die belegt, dass die Träger dieser Energiewende mit Sicherheit die Bürger gewesen sind, Bürgerinnen und Bürger gewesen sind und auch weiterhin bleiben. Weil auch die großen vier, also die großen Energieversorger in Deutschland, zwar immer wieder mal verlauten lassen, dass sie sich auch in diesem Markt etablieren wollen, aber letztendlich ist der Markt viel zu dezentral und sind die Geschäftsmodelle auch viel zu auf Dezentralität ausgerichtet, als dass es wirklich ein Geschäftsfeld für die großen Monopolisten sein könnte. Ja, hier sehen Sie nochmal den Umsatz, der durch die Installation von Anlagen zur Erzeugung von Ökostrom aus erneuerbarer Wärme geführt hat. Das heißt, die Tendenz dort ist steigend und der grüne Anteil ist der Anteil der Bürgerenergie in dieser Grafik. Das durchschnittliche Investitionsvolumen liegt bei den Energiegenossenschaften bei über 1,5 Millionen Euro. Dabei ist es so, dass die Genossenschaftsmitglieder das Startkapital bei der Gründung zum großen Teil selbst aufbringen und weniger als die Hälfte des Startkapitals von Banken kommt. Von diesem Fremdkapital kommt wiederum die Hälfte von Genossenschaftsbanken. Ja, das ist auch
Die Eigenkapitalbeschaffung ist auch ein strategischer Vorteil der Genossenschaft, zumindest in der Gründungsphase, da eben über die Geschäftsanteile relativ schnell Eigenkapital generiert werden kann, was dann wiederum als Beitrag in die Finanzierung von Anlagen eingebracht werden kann und einfach dann ermöglicht, dass die Genossenschaften auch relativ schnell die entsprechenden Kredite erhalten. Also auch von Banken, insbesondere dann natürlich von Genossenschaftsbanken. Das Investitionsvolumen ist aber vergleichsweise, 1,5 Millionen Euro ist aber auch vergleichsweise gering, sage ich mal, im Verhältnis zu anderen Investitionen, die in dem Bereich getätigt werden. Das liegt aber auch daran, dass die durchschnittliche Anlagengröße von 440 kW auch noch relativ übersichtlich ist. Also die Bürgerenergieanlagen sind zumindest jetzt mit dem Stand 2017, 2018, kann sich auch noch mal ändern, aber aktuell sind es keine Riesenanlagen, sondern sind meistens so Anlagen von mittlerer Größe. Also bisher haben nur 8% der Anlagen eine Gesamtleistung von mehr als einem Megawatt. Das heißt, der Durchschnittsproduktion bei Solarstromgeneratoren liegt bei 570 Megawattstunden pro Jahr. Und das ist auch so eine Größe, wenn man das dann wieder auf die Haushalte der Mitglieder umrechnet, dann heißt das im Grunde, dass die Genossenschaften rein rechnerisch schon heute sämtliche Haushalte ihrer Mitglieder zu 100% mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgen. Der Schwerpunkt der Bürgerenergiegenossenschaften liegt nach wie vor im Bereich der Photovoltaik und der Stromerzeugung mithilfe von Photovoltaik, gefolgt dann von Windenergie. Und hier haben wir nochmal die Übersicht über die Gemeindegrößeklassen, war auch vorhin schon mal Thema gewesen, wo man jetzt hier sehr deutlich sehen kann, dass die größte Anzahl der Gründungen, wie gesagt, in kleineren Gemeinden liegt. Ja? Also in Städten, beispielsweise in Berlin, gibt es meines Wissens eine Energiegenossenschaft, die aber auch relativ klein ist. Ja? Also die Mehrheit der Energiegenossenschaften befindet sich in ländlichen Gebieten, auch nochmal unterschieden, sehr deutlich unterschieden, auch nach den Ländern. Also da ist es auch so, dass die Länder, die eigentlich ökonomisch sowieso die Nase vorn haben, nämlich Bayern und Baden-Württemberg, interessanterweise auch bei den Genossenschaftsgründungen die Nase vorn haben. Das heißt, da wo letztendlich wirtschaftliche Tätigkeit vorhanden ist, finden auch einfacher Gründungsvorgänge statt. Vermutlich auch deswegen, weil einfach die Infrastruktur und die Kooperation und das Zusammenwirken der verschiedenen Akteure besser funktioniert als in Bundesländern wie Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise. Ja, das Stichwort Sinn vor Gewinn war vorher auch schon gefallen. Die Energiegenossenschaften produzieren und verteilen mit Sicherheit Strom und Energie aus erneuerbaren Energiequellen, aber sie leisten eben auch einen nicht unerheblichen Beitrag zur Demokratisierung der Energiewende und der Energiepolitik. Sehr häufig wurde zumindest in den Anfangsjahren dieses Booms dann geäußert, naja, wenn das EEG nicht gewesen wäre, dann hätten sich niemals so viele Genossenschaften, Energiegenossenschaften gegründet. Also das ist ja, und letztendlich, wenn das EEG dann, so ist es ja auch angelegt, dass es auf degressive Erstattung oder Förderung sozusagen hin, Einspeisevergütung hin ausgelegt ist. Wenn das dann mal nachlässt mit der Einspeisevergütung, dann wird sowieso niemand mehr eine Energiegenossenschaft gründen. Also so war am Anfang immer sehr, sehr häufig zu hören. Und
Dann eben auch gekoppelt mit dem Unterton, die Energiegenossenschaften sind auch nichts anderes als letztendlich renditeorientierte Unternehmen, wobei sich jetzt da eine gewisse bürgerliche Schicht, meinetwegen die LOHAS oder die ökologisch orientierte Mittelschicht, sich da nochmal engagieren. Also es gab sehr viele Unkenrufe, gerade in der Anfangszeit der Genossenschaften, der Energiegenossenschaften, die sich aber, das hat dann auch spätere Forschung ergeben, auch so nicht halten lassen, weil man hat auch Untersuchungen angestellt zu den Motiven der Mitglieder oder auch der Gründungsmitglieder, also der Initiatoren der Bürgerenergiegenossenschaften. Und da hat sich gezeigt, dass also die zu erwartende Rendite das geringste Motiv war, Mitglied dieser Genossenschaft zu werden. Dafür aber alle anderen Gründe, die man dazu nennen kann, nämlich bürgerschaftliches Engagement, Vorantreiben der Energiewende, Umsteuerung der Gesellschaft, ja, wobei das eben auch von vielen mittlerweile klar erkannt wird, dass die Energiepolitik eine massive Weichenstellung zur Folge haben wird für die gesamte Wirtschaft. Und auch die Verzögerung der Energiewende seit Jahrzehnten letztendlich nichts anderes ist als die Verzögerung der längst notwendigen Umstellungen des gesamten Systems. Ja, im Blick auf die Struktur von Genossenschaften gibt es auch bei den Energiegenossenschaften interessante Entwicklungen. Insbesondere ist der Begriff Multi-Stakeholdership oder Multi-Stakeholder-Genossenschaft dort verortet. Das heißt, es war schon in einer relativ frühen Phase zu erkennen, dass die Energiegenossenschaften in den seltensten Fällen Einzelunternehmen bleiben. Was jetzt im Grunde oder ein Punktunternehmen bleiben, also ein Unternehmen, was meinetwegen nur in Anführungszeichen Strom produziert. So hat es begonnen, aber so haben sich die Dinge dann nicht weiterentwickelt, sondern in der Regel sind Konstellationen entstanden, die plötzlich sehr, sehr viele Akteure miteinander an einen Tisch brachten. Also beispielsweise die Kommunen, ja, sind anfangs beispielsweise Mitglieder auch geworden bei einer kommunalen Energiegenossenschaft. Dann haben sich daraus aber möglicherweise ganz andere Kooperationen ergeben, ja, weitreichendere Kooperationen auch, wo die Kommune auch gemerkt hat, aha, wenn ich mich da mehr engagiere mit der Energiegenossenschaft, dann habe ich ja plötzlich auch eine ganz andere Handlungsfreiheit in wirtschaftlichen Dingen und kann einfach auch Politik gestalten. Ja, das ist ganz besonders deutlich natürlich bei diesen Bioenergiedörfern, die auch zu den Multi-Stakeholder-Energiegenossenschaften hinzugehören, also wo sie eine Akteursvielfalt haben, natürlich in einem einzelnen Dorf. Was auch eine wirklich große Herausforderung ist für die Vertragsgestaltung, ja, also für die letztendlich gemeinsame Ausrichtung eines Unternehmens, was aber in sich sehr, sehr viele Interessengegensätze abbildet, ja. Also ich hatte selber mal die Erfahrung, auch an einem Ort, wo eine Genossenschaftsgründung versucht wurde, die dann aber auch gescheitert ist, genau aufgrund dieser Unvereinbarkeiten, weil dann nämlich plötzlich die Gemeinde Mitglied sein wollte und auch der örtliche Baustoffhändler zum Beispiel oder Landhandel, ja, der wiederum natürlich auch Brennstoff verkauft und damit sozusagen schon mal in einem Interessenskonflikt sich befindet mit der Gemeinde und aber auch mit möglichen Konkurrenten, die dann auch in der Genossenschaft Mitglied sind. Und in dem Fall war das eben auch erkennbar, dass diese Akteure
nicht in der Lage sind oder zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage waren, über ihr Einzelinteresse hinauszuschauen und dieses Einzelinteresse zurückzustellen. Ja? Das haben wir ja schon gesehen bei der Definition des Begriffs Solidarität. Also dass Solidarität auch immer heißt, dass ich mein Einzelinteresse im Blick auf ein höheres Ziel punktuell zurückstellen kann. Das hat aber in dem Fall wirklich nicht funktioniert, sondern man hatte dann so das Gefühl, in so einem Haifischbecken sich zu befinden, wo verschiedene miteinander konkurrierende Einzelakteure unterwegs sind, um einfach auch nur zu gucken, wo kann ich denn hier noch etwas für mich und für mein persönliches Fortkommen abzweigen. Ja? Das ist aber natürlich auch die Realität von solchen Multi-Stakeholder-Genossenschaften und es ist eine sehr, sehr hohe Anforderung, das so hinzubekommen, dass diese Akteure, die auch Gegensätze haben, also Interessensgegensätze haben, wirklich etwas Gemeinsames auf den Weg bringen, mit dem Gefühl, dass jeder auch davon einen Gewinn hat. Also das zeigt sich eben sehr, sehr stark, gerade in Bioenergiedörfern oder auch in Regionalgenossenschaften, in Verbünden oder auch beispielsweise dann, wenn es um eine engere Zusammenarbeit geht mit Stadtwerken, wie das am Beispiel der Energiegenossenschaft Wolfhagen auch da in meiner Region ganz deutlich umgesetzt ist. Also auch das ist natürlich kein einfaches Unterfangen, wenn auf einmal eine Bürgerenergiegenossenschaft 25% der Anteile an den Stadtwerken hält. Ja? Ich sage mal so, das ist für die Genossinnen und Genossen ist es natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um die Energiepolitik vor Ort mitgestalten zu können. Aber die Stadtwerke selber müssen sich natürlich dann auch erstmal daran gewöhnen, dass dort noch ein Partner mit im Boot ist, der möglicherweise auch andere Vorstellungen hat von Energiepolitik vor Ort, als sie bisher selbst hatten. Ja, ein anderes bekanntes Beispiel für eine überregional wirksame Energiegenossenschaft sind die Energiewerke Schönau, also die Energiegenossenschaft Schönau, die Stromrebellen, auch als Stromrebellen fast in die Geschichte eingegangen, wollte ich gerade sagen, ist aber noch nicht so weit, aber bekannt geworden als Stromrebellen. Also das ist eine kleine Gruppe von Menschen, die eigentlich auch ursprünglich aus der Anti-AKW-Arbeit kamen, dann auch so Pionierprojekte gemacht haben mit der Versorgung mit erneuerbaren Energien und sich so weit durchgekämpft haben, auch in einer im Schwarzwald, also einer nicht gerade sehr fortschrittlichen, mental fortschrittlichen Gegend, die auch sehr stark geprägt war von Lobbypolitik natürlich. Die haben sich aber da durchgekämpft durch auch die ganzen Widerstände und sind noch vor der Strommarktliberalisierung selbst zum Stromanbieter geworden, der also 100% Ökostrom vertreibt, bundesweit auch. Also jeder kann in seinem Haushalt den Strom aus Schönau beziehen und damit sozusagen auch dieses Gesamtunternehmen, was heute ein sehr großes Unternehmen ist, was auch ähnlich wie das Mietshäuser-Syndikat im Wohnungsbaubereich jetzt im Energiebereich beispielsweise auch global unterwegs ist und mit eigenen Fonds, die dort angespart werden, beispielsweise die dezentrale Energiewende in Schwellenländern und in Entwicklungsländern, also Ländern des globalen Südens, die häufig ja noch eine nicht flächendeckende Stromversorgung, insbesondere auf dem Land, haben, also dafür Konzepte zu entwickeln. Ja? Also auch dort haben wir den Solidaritätsgedanken immer noch sehr, sehr stark lebendig und diejenigen, die von Schönau ihren Strom beziehen, unterstützen auch ganz klar dieses Konzept. Ja, Wolfhagen nochmal abschließend betrachtet,
hat jetzt inzwischen 800 Mitglieder. Die 800 Mitglieder halten ca. 3,2 Millionen Euro Einlagen und diese wiederum sind in Einzelprojekten angelegt und auch eben teilweise in den Stadtwerken der Stadt Wolfhagen. Gegründet wurde das Ganze 2012 und es gab eine wirklich relativ rasante Entwicklung mit schon 2013 großen Anteilen an Bürgerwindparks und also dem Einstieg dann auch in ein relativ großes Rad, was da gedreht wird. Als Erfolgsfaktoren nennen die Wolfhager auch natürlich ihre Offenheit, letztendlich für jeden Energiekunden, auch den relativ niedrigen Pflichtanteil, also Geschäftsanteil, der beträgt 500 Euro. Sie haben festgelegt eine Obergrenze von maximal 40 Anteilen und damit stellt das Ganze, ich sag mal 500 Euro Geschäftsanteil ist schon, da ist es dann schon so, wenn man 500 Euro einmal in die Hand nimmt, um Mitglied zu werden, dann ist man schon mehr von einer Sache überzeugt, als wenn man 50 Euro in die Hand nimmt, ja. Aber 500 Euro ist auch noch erschwinglich für Haushalte, die jetzt möglicherweise nicht so gut dastehen. Also wenn die das dann wirklich wollen, die Mitglieder, dann bringen sie auch 500 Euro auf, um dort in der Bürgerenergiegenossenschaft Mitglied zu werden, weil sie einfach sehen, dass sie vor Ort wirklich Energiepolitik mitgestalten können.